Hallo zusammen, mein Urlaub ist vorbei, der Alltagstrott ist wieder eingekehrt. Das ist der normale Tagesablauf, der immer gleich bleibt. Heute erzähle ich euch, was ich in meinem Urlaub gemacht habe, indem ich die Vergangenheitsform benutze. Ich werde alle Verben, die ich im Perfekt benutze, hervorheben. In der Videobeschreibung findet ihr auch ein kostenloses PDF mit allen wichtigen Wörtern aus diesem Video. Am Ende des Videos erkläre ich außerdem, wie man das Perfekt benutzt, also bleibt dran. Ich bin von Edinburgh nach Zagreb geflogen. Als ich in Zagreb angekommen bin, hat mich meine Familie abgeholt und wir sind gemeinsam von Zagreb nach Banja Luka in Bosnien und Herzegowina gefahren. Die Fahrt hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert. Sobald wir Banja Luka erreicht hatten, haben wir in unser Hotel eingecheckt. Wir haben 4 Nächte in einem Wellnesshotel verbracht. Das Hotel hatte ein Schwimmbad, einen Whirlpool und eine Saunalandschaft. Der Wellnessbereich war bis spät abends geöffnet, weshalb ich den ganzen Bereich oft für mich allein hatte. Ich habe das Wasser auf die heißen Saunasteine gegossen und der Wasserdampf ist nach oben gestiegen. Die Wände in dieser Sauna bestehen aus Salzsteinen. Die Sauna war sehr heiß und ich habe geschwitzt. Es war toll, die Seele baumeln zu lassen und sich so richtig zu entspannen. Das Hotel hat ein reiches Frühstücksbuffet angeboten. Es hat eine Auswahl an kalten Speisen wie Salat, Käse und Schinken gegeben. Das Hotel hat auch warme Würste und Eier zubereitet. Des Weiteren hatten sie herzhafte Polenta, gegrilltes Gemüse, Obst und selbstverständlich auch Brot mit verschiedenen Aufstrichen sowie Cornflakes. Ich habe mir einen Teller gerichtet und eine Tasse Kaffee getrunken. Banja Luka ist die zweitgrößte Stadt in Bosnien und Herzegowina. Sie ist dennoch nicht allzu groß und man könnte alle Sehenswürdigkeiten innerhalb eines Tages sehen. Wir haben uns jedoch Zeit gelassen und die Stadt langsam erkundet. Wir haben eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Banja Luka besucht. Das ist eine mittelalterliche Festung, die ziemlich gut erhalten ist. Die Vögel haben gezwitschert und sich auf diesem Gitter versammelt. Die Aussicht von dieser Festung war atemberaubend. Dieser Weg sieht so magisch aus, es hat mich an eine Märchenwelt erinnert. Wir haben einen örtlichen Park besucht, der über einige Kunstskulpturen verfügt, wie diese Herzbank und Brunnen in Ballform. Wir sind durch die Straßen geschlendert und haben das Zentrum erkundet. Die Kleidung ist hier viel günstiger als in Großbritannien, also habe ich ein paar Pullover gekauft. Nach einem kurzen Spaziergang sind wir zu dieser beeindruckenden Kathedrale gelangt. Zum Mittag habe ich mich oft für einen Supermarkt mit einem großen Buffetangebot entschieden. Das Abendessen habe ich normalerweise in einem lokalen Restaurant gegessen. Ich habe viele leckere und vielseitige Suppen und viele frische Salate gegessen. Dieses Land ist aber auch für seine Fleischgerichte bekannt. Ich habe einige Familienmitglieder, die etwas abseits von Banja Luka wohnen. Nachdem ich ein paar Tage in Banja Luka verbracht hatte, habe ich eine Woche bei meiner Familie übernachtet. Sie wohnen in einem Haus, das von viel Natur umgeben ist. Ich habe die Zeit mit meiner Familie sehr genossen und viel frische Luft geschnappt. Ich habe auch sehr gern geschaukelt,
weil es mich an meine Kindheit erinnert. Meine Familie hat auch viele Schafe und einige Ziegen. Die Ziege hat sich mir genähert, weil sie gedacht hat, dass ich etwas zu essen habe. Ich hatte jedoch nichts und die Ziege hat gemeckert. Die Schafe haben das Gras auf der Weide gefressen. Hier ist auch ein großer Heuhaufen, mit dem die Schafe ebenfalls gefüttert werden. Die Schafe haben Kot abgesetzt. Es hat gestunken. Hier seht ihr den Stall, wo die Schafe Unterschlupf finden können, wenn es regnet. Hunde dürfen natürlich nicht fehlen. Ich habe den Hund gestreichelt und er hat mit dem Schwanz gewedelt. Die Katzen hingegen sind auf dem Stuhl gelegen. Meine Familie hat einen eigenen Garten. Ich habe die Tür geöffnet und den Garten betreten. Die Pflanzen sind aber momentan etwas ausgetrocknet. Ich habe in meinem Urlaub viel unternommen und es hat mir sehr gefallen, meine Familie zu sehen und mich zu entspannen. Mein Urlaub war nach fast 2 Wochen zu Ende und ich musste zurück nach Schottland fliegen. Kommen wir zum Grammatikteil dieses Videos. Wir benutzen das Perfekt, wenn wir über Vergangenes sprechen und meistens benutzen wir es auch in E-Mails oder Briefen. Das Perfekt wird mit den Hilfsverben haben oder sein und mit dem Partizip 2 des Hauptverbs gebildet. Wir benutzen das Hilfsverb sein mit den folgenden Verben. Verben, die eine Bewegung beschreiben. Gehen, kommen, fahren, fliegen und so weiter. Verben, die eine Zustandsänderung beschreiben. Das sind Verben, die einen Wechsel von einem Zustand in einen anderen beschreiben. Zum Beispiel aufstehen, aufwachen, einschlafen, sterben, wachsen. Das sind die wichtigsten Verben. Dann gibt es noch andere Verben, die wir immer mit sein benutzen. Sein, bleiben, werden, passieren und geschehen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Verben, die eine Bewegung beschreiben. Ich bin gegangen, du bist gefahren. Verben, die eine Zustandsänderung beschreiben. Wir sind aufgestanden, ihr seid aufgewacht. Andere Verben. Sie sind geblieben, es ist passiert. Für alle anderen Situationen benutzen wir das Hilfsverb haben. Ich habe gegessen, du hast getrunken. Das Partizip 2 bildet man bei regelmäßigen Verben mit einem GE am Anfang und einem T am Ende. In der Mitte gibt es den Verbstamm. Ich habe gekocht, er hat gespielt. Bei unregelmäßigen Verben benutzen wir GE und die Endung EN. Zum Beispiel, ich habe getrunken, du bist gegangen. Verben, die mit ihren enden, haben kein GE und bekommen die Endung T. Das Verb studieren wird zu ich habe studiert. Für das Verb kopieren sagen wir du hast kopiert. Regelmäßige trennbare Verben haben ein GE nach dem Präfix und die Endung T. Ich habe eingekauft. Unregelmäßige trennbare Verben haben ein GE nach dem Präfix und die Endung EN. Ich habe angerufen. Nicht trennbare Verben haben kein GE und bekommen die Endung T, wenn sie regelmäßig sind, und die Endung EN, wenn sie unregelmäßig sind. Ich habe besucht, ich habe verstanden. Falls ein regelmäßiges Verb im Verbstamm mit D oder T endet, benutzen wir die Endung ET. Ich habe geredet, du hast gewartet. Wir benutzen die Modalverben normalerweise im Präteritum. Hier seht ihr die Tabelle der Modalverben im Präteritum. Wir sagen zum Beispiel, ich musste am Freitag arbeiten. Das gleiche gilt für die Verben haben und sein,
die normalerweise auch mit dem Präteritum benutzt werden. Wir sagen, ich hatte Hunger. Wir sagen nicht, ich habe Hunger gehabt. Ich bin im Urlaub gewesen ist grammatikalisch richtig, aber es ist üblicher zu sagen, ich war im Urlaub. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat. Falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen möchtet, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank und bis bald!